das größte Haus auf der Messe, sagt zumindest mal Ibrahim aus Neckarsulm. Die Breite vom Haus? 4,3 Meter. 4,30 Meter, das ist ja ein Schwertransport. Ja, Länge 12,50 Meter. 12,50 Meter? Letztes Jahr waren wir ja in der Halle drin, hat es gerade reingepasst. Dieses Haus würde nicht reinpassen. Wir kommen nicht durch die Tore durch, deswegen haben wir Außenstellplatz genommen. 4 Meter wie viel? 4,30 Meter. 4,30 Meter mal 12,50 Meter ist das Haus. Can, wenn du mal zu mir kommst, das heißt, du hast also hier ein Haus, das ist doppelt so breit wie ein Standard-Wohnmobil fast. Das stimmt. Das ist schon richtig breit und ja, die Optik ist ja alles. Ja. Das heißt, das Grau ist immer noch voll im Trend. Ja, absolut. Ein Trend ist Anthrazit, ja, dunkelgrau. Preis von dem Haus, wie es hier steht? Das Haus gibt es schon ab 99.000 € als Campingversion. Das ist natürlich High-End, das ist unser Hotel-Lotion. Wir sehen es gleich, wenn man reinkommt. Sehr hochwertig gebaut. Das ist schon Effizienzhaus EH55. Also wir erfüllen alle Standards. Das heißt, also Baugenehmigung, wenn die Dachform noch stimmt und ein paar andere Sachen, dann kann es losgehen, oder? Ja, natürlich. Dachneigung neigen wir uns natürlich auch an. Was will Gemeinde? 14 Grad, 18 Grad, das kann man dann dementsprechend machen. So, wo werden die gebaut, die Häuser? Unsere Häuser lassen wir in Polen bauen. Okay. So wie viele auch, ja? Ja, ich habe gesehen, die Qualität ist gut. Ja. Absolut gut, ja. Also zumindest mal voll von Produktionsstätten und Tiny-Häusern sein in Polen. unglaublich. Ja. Also Polen ist mittlerweile das aufstrebende Land bei Tiny-Häusern. aber die Man sagt liefern auch eine gute Qualität. Ja, sehr gut. ist normalerweise Italien, weißt du ja selber, Italien und die Niederlande sehr stark. Aber Polen kommt, oder? Polen momentan Favorit, ja. Ja, was hast du an polnischen Häusern gesehen bisher? Oh, wir haben, glaube ich, schon, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, ich glaube, die Norweger hier. Ja, die Norweger. Die kommen aus Polen. Das ist auch aus Polen, wird in Polen gebaut. Dann hinten die, wie hießen die, wo wir eben waren? Die nette Dame, Dandin. Ja, genau. Genau, die machen auch in Polen. Aber ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Wir haben zu viele gefilmt. Wir haben ja alle gefilmt jetzt. Die komplette Messe haben wir gefilmt. Echt? Genau. Und wir sind die Letzten. Ihr seid das letzte Haus. Das letzte Haus. Wir haben es gestern nicht mehr geschafft. Was für Eindruck habt ihr von unserem Haus? Ja, ich habe noch nicht reingeschaut. Genau. Also Das können wir noch nicht sagen, aber es ist um einiges breiter als alle anderen, die wir bisher gesehen haben. Ja. komm, wir gehen einmal drum herum, dass wir da mal sehen. Da vorne ist dein Sohn. Ist es dein Sohn? Ja. Mein Sohn, ja. Ja, sehr schön. Da gucken wir gleich mal rein. Und da siehst du Fliegengitter an jedem Türelement, an jedem Fenster, ist kein Problem, oder? Nee, ja, natürlich. Überall kann man es anbringen, klar. So, das ist die Wärmepumpe. Can, stell dich mal kurz davor wegen der Breite. Und da sieht man sehr schön. Beide nebeneinander stehen. Also 4,30 Meter Breite. Innen werden wir gleich sehen, das gibt dem Haus unglaublich viel Raum. Wir schauen mal kurz auf die Seite. Das ist normal nicht die Schokoseite hier, weil die ja von der Ausstellung, aber hier kann man sehen, es gibt einige Fenster. Es ist jetzt ein bisschen gemein, weil es steht jetzt frei. Normalerweise umlaufen mit einer Veranda, das könnte man hier unten alles schließen. Ja. Das hier ist ein richtiges Wohnhaus, oder? Das ist ein richtiges Wohnhaus, ein Mini-Haus, ja. Die Dacheindeckung, was ist drauf? Das ist normales Blech. Ja. So. Das ist pulverbeschichtete Blech. Und Solar geht? Solarvorbereitung ist da. Solar können wir auch drauf machen gleich, ja. Und die Lüftung, wie geht das? Wir über Klimageräte, Lüftungsanlage, Inverter, Luft-Wärmepumpe kann man sagen, ja. So, die kann heizen. Ja, haben wir zusätzliche Zwangslüftungen überall drin, klar. So, Genau. sehr schön. Also 99.000 €. Geht's los. Und das hier, wie es hier steht? 120? 143.000, das ist schon unsere Hotelversion. Ja. Luxus. Luxus pur. Viele Häuser gehen in die Kurzzeitvermietung, Tagesvermietung, oder? Ja, genau. Hi. Hi. So, du bist der Sohn. Genau, ich bin der Fatih. Hallo Fatih. Hi. Ich mache das Ganze gemeinsam mit meinem Vater. Also mein Vater kennt mich ja schon mittlerweile von YouTube. Und Sag mal, es ist aber gar nicht so einfach mit so einem Vater, der ist ja voller Ideen, also da folgen zu können. Geht das? das geht schon. Also wir sind gut eingearbeitetes Team, sage ich mal. Ihn kenne ich ja jetzt schon ein paar Jahre. Wenn ihr euch mal kurz in den Arm nehmt, sag mal so lieb. So, das heißt, die beiden kennen sich wirklich. Ja, das ist cool. Also ich finde das toll, wenn auch die Kids so ein bisschen nachrücken. Na, Papa? Can, wenn du mal so lieb bist, setz dich doch mal kurz in die Sitzgruppe rein, dass wir mal das Raumgefühl sehen können. Fatih, wenn du dich mal neben die Can setzt und du könntest mir einen Gefallen machen, das Licht ist im Moment gedimmt. Wenn du das mal auf 100% machst. Das sieht man irgendwie. Ja, wir haben nicht ein Flackern gerade im Bild. Also man kann das ja dimmen. Nee, an, aber auf 100%, wenn es geht.
Super. So besser? Ja, viel besser. So, prima. So, das ist die Veranda. Hier kannst du also rausschauen. Ja. Kurz mal gucken. Also das ist ein Schiebetürelement mit drin. Hier hast du dann einen großen Essbereich mit Zugang dann zur Außenveranda. Wenn du überlegst, dass viele Leute ja in einem Altbau wohnen, haben noch alte Möbel mit drin. Auf Wunsch kriegt man alle Möbel mit dabei. Also Ja, kommt natürlich. fix und fertig eingerichtet, oder? Also grundsätzlich sind unsere Häuser immer vollständig möbliert. Natürlich, wenn Sie sagen, ich möchte das Haus ohne Möblierung oder nur mit, ich sag mal, Teilmöblierung, dann kann man das natürlich auch jederzeit machen. Komm, wir gehen mal raus. Wie ist der Name von dem Haus? Wie heißt es? Das ist Capri Luxurieur. Capri Luxurieur. 53 Quadratmeter. Mit der. Mit der Terrasse. Okay, okay. Die rechnet man dann immer dazu, genau. Oh, schön. Also die ist dabei. Das könnte auch Wohnraum sein hier, oder? Wir können das Ganze Ja. rausschieben, dann hätten wir alles Wohnraum hier. So, was ist jetzt die Lösung? Wohnraum oder Terrasse dran? Schwierig. Also ich glaube, wenn ich mir eine Terrasse noch drumherum bauen könnte, was ja dann definitiv der Fall wäre, würde ich mir wahrscheinlich mehr Wohnraum sogar wünschen und noch ein Arbeitszimmer reinmachen. Ja, also meine persönliche Empfehlung sind auch immer, das Ganze als Wohnraum zu nutzen. Ja. Und eine Terrasse kann man jederzeit nachrüsten. Ja, genau. Aber natürlich, gerade zum Vermieten mit der Sauna und der Terrasse ist es halt eigentlich optimal. Ja, hier ist eine Sauna drin, ne? Genau, das ist eigentlich Ja. unser Highlight. Eine Wir haben Sauna. eine kleine Infrarotsauna in dem Haus eingebaut. Und kann ich euch ja gerne mal kurz zeigen. Ja, wenn du mal ganz kurz wartest, ich gehe mal kurz an die Küche, wie groß die Küche ist, weil es ist ja mittlerweile voll im Trend, dass du die Küche und die Wohnräume komplett integrierst. Das heißt, du hast einen Lebensraum hier, auch diesen angepasst. Hier hast du natürlich die Akustikplatten hier auf der Seite, die Vorhänge sind schon drin, die Klimaanlage ist mit eingebaut und Schön die Oberlichter. die Oberlichter. Ja, weil wenn man hier steht und was zubereitet, hat man besonders viel Licht. Tageslicht von allen Seiten. Wir können, theoretisch können wir noch ganz alles mit Oberlichter machen. Ja. Das ist bestimmt so cool. Unser Ausstellungshaus haben wir so eins, Ja. komplett mit Oberlichter. 8 Fenster haben wir da eingebaut. Macht ihr eigentlich auch, wenn ich das jetzt haben wollen würde, eine offene Holzdecke? Also weil das könnte ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen. Und dann mit Oberlichtern. Oberlichter, Ja. Also Spülmaschine ist mit drin, eine Fußbodenheizung habe ich gesehen, ist mit integriert. In dem Fall haben wir keine, aber Gibt es gegen Aufpreis? gibt's gegen Aufpreis. Ist das teuer, eine Fußbodenheizung? 3.500 Euro. Okay. Für 3,5 habe ich die Füße warm. Ja, genau. Da vorne ist ein Whirlpool, ein Backofen, ein Cerankochfeld. Also wie zu Hause, du hast doch du hast doch genug Speicherplatz für. Großer Kühlschrank. Ich denke mal, die gehen nicht nur in die Tagesvermietung, die gehen auch in die Wochenvermietung. Ja, weil die sind ja schon größer. Sicher, ja. Ja. So, okay. Aber viele sagen sich, ich nehme die Variante mit hoher Dämmung und stellen die sich wirklich aufs eigene Grundstück und leben da drin, oder? Ja, natürlich. Es ist ja so, wir brauchen ja Baugenehmigung in Deutschland. Dementsprechend muss man halt uns anpassen. Wo soll das Haus stehen? Auf dem Campingplatz oder auf dem Bauplatz? Das muss man halt vorher klären, ja. Der Partner, der die baut, ist einer der größten Tiny House Hersteller Europas. Lark steckt dahinter. Wir sind Marktführer Ja. mit über 1000 verkaufter Häuser 1000 im Jahr. im Jahr. Ja. Und bei uns, wie gesagt, sind viele Handwerker drin, die gucken alles ganz genau an, Spaltmaße, alles. Ich sage, es ist absolut perfektes Haus. Ja. Ja, das Raumgefühl ist auch gut. Und hier Ja. merkt man die 4 Meter nochmal ganz extrem. Weil wenn du um die Ecke kommst, ist das Bad so weit hinten, dass du schon fast geschockt bist. Ja, wir Und es ist groß. haben Sauna drin für Ja. 3 Personen. Wie So. funktioniert das mit einer Infrarotsauna? Infrarotstrom. Achso, wird man dann wird trotzdem warm? Oder wie? Sehr Ja, warm. ich habe nämlich keine Ahnung, wie das Es ist so eine Tiefenwärme. Das heißt, okay. du kannst also wählen zwischen einer Tiefenwärme. Du kannst dich direkt davor setzen, wenn du willst. Das ist so lang, aber du kannst auch richtig heiß machen. Also da drin Ich glaube, das ist auch eine für ganz schöne Sportler Wärme. ganz gut. Ja. Ne? Ja. Ja, das Badezimmer diesmal mit Marmor. Ja, diesmal mit Echtfliese, genau. Echte Fliesen. Ja. Die sind so, so Mischungsstein und Kunststoff. Ist beinahe wie Echtfliese, sage ich mal. Also echt fake. Genau. Ah, okay, das ist die Waschmaschine. Waschtrockner wahrscheinlich. Waschtrockner. Ja. Genau. So, auf dem Whirlpool. Wie jetzt halt ein bisschen versteckt, weil, wie gesagt, das ist gedacht als Hotel-Lotion und da soll das ein bisschen schön sein für die Leute. Gut, es
Es kann natürlich sein, dass jetzt einer sagt, hier die Sauna ist ein Gag, aber es gibt ja viele Saunagänger, das sind nur ein Beispiel, oder? Mit der Sauna. Ja, das ist nur ein Beispiel, das könnte man weglassen und hier noch ein Kinderzimmer oder Arbeitszimmer draus machen, weil Breite haben wir ja vom Haus genug, dass wir noch ein Zimmer reinbringen. Aber hier fällt es ja extrem auf. So, das ist das Schlafzimmer und genau, das ist auch das, was die meisten Leute erstmal sehen. Die sehen das Schlafzimmer mit den Schränken, die müssen keine Möbel mehr kaufen. Man kann also quasi alles zum Sperrmüll geben und kann hier neu einziehen. Klar, so kann man das machen. Also das wäre natürlich möglich. Da gibt ja viele Leute, die sagen, ich will kleiner, ich brauche das große Haus nicht mehr. Ja, vor allem sind bei uns alles angepasst, Millimeter genau. Also wenn wir sagen, okay, ich möchte genau alles voll mit Schränken, machen wir nach Kundenwunsch. Ja. So eine große Split-Klimaanlage, die wirkt auch richtig hier drin. Also ohne die ging es gar nicht. Doch, unser Haus ist sehr gut gedämmt, aber heute ist natürlich warm. 34 Grad draußen. 34 Grad und es ist schon angenehm, ja. Ist ja gemein, die Leute kommen rein, hier ist schön kühl, die wollen gar nicht mehr gehen. Ja, das ist das Problem momentan. Was heißt Problem? Natürlich, aber unser Haus ist halt überfüllt und dann will ich dann nach jedem helfen, beraten und dann wird es manchmal schon viel, ja. Aber ist trotzdem ganz gut. Ein Boxspringbett, ist da noch Stauraum unterm Bett? Ja. Komplett zum Öffnen. Das ist natürlich sehr praktisch. So ein kleines bisschen Stauraum. Ja. Ja, okay. Nicht schlecht. Reicht's für dich? Nur so 2x2 Meter. Okay. Ja. Nee, ist ein bisschen klein. Immer noch. So, da vorne ist ein Bereich, da kannst du Die schminken. Schminken. Ja. Sag mal, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich brauche aber noch einen Bereich für die E-Bikes, für die Gartengeräte und so weiter, das geht auch? Ja, da machen wir draußen noch eine Box, beziehungsweise so einen Anbau. Sieht aus wie im Haus, von gleicher Struktur, wie das Haus ist halt zusätzlich noch. Da kann man auch Technikraum verbauen oder Photovoltaik oder Batterieanlage oder was man möchte halt. Ja. Heizen jetzt, ein Kamin geht auch? Kamin geht auch. Geht auch. Ja, genau. So, ich hab schon gesehen, das Moskitonetz ist Serie hier. Für wenig Geld kann man dazu Bitte bestellen. kaufen, Moskitonetz. Ja. Die Türen extra breit, also das ist auch eine Besonderheit. Wir haben ja hier altersgerecht, sage ich mal, ja. Extra breit, genau. Also du kannst das Haus mit einer Rampe auch barrierefrei bauen, alles auf einer Ebene. Alles auf einer Ebene. In dem Fall ist das mit Rädern. Barrierefrei natürlich würde das Haus komplett runterkommen, ohne Räder. Das geht auch. Ja, das geht auch. Und dann wären wir ziemlich bündig. Kleiner Kleiderschrank zusätzlich. Dann der Boiler. Kleiner Boiler. Ja. So, und da ist das warme Wasser drin. Ein Durchlauferhitzer ginge auch, wenn der Strom langt. Okay. Ja, 80 Liter haben wir in dem Fall. Das reicht normalerweise aus. Ja, also 99.000 sagst du. Ab 99.000 geht's los. Das Capri. Das Capri Deluxe, ja. Capri Deluxe. Und das normale Capri? Auch so 99.000 Euro. Okay. Da haben wir halt keine Terrasse, dafür mehr Wohnraum. Aber preislich ändert sich da nicht viel. Ja. Das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn das alles Wohnraum mehr wäre, das ist nochmal ganz großzügig, oder? Das ist ja ein ganzer Raum quasi nochmal hinten dran. In unserer Ausstellung in Neckarsulm haben wir. Ja. Da steht ein Capri und da haben wir Das ist schon unser Wohnzimmer. riesengroß, ja. Riesengroß. Und Lieferzeit? Lieferzeit 4 bis 5 Monate. Also in einem halben Jahr habt ihr euer Traumhaus, eventuell sogar mit Baugenehmigung. Ihr braucht nur noch ein Grundstück. Die Leute sind hier kräftig am Fotografieren, Preislisten abfilmen und so weiter. Was sind so die meistgestellten Fragen? Ist das Thema Baugenehmigung ein Thema? Ja, also das größte Thema, also die größten Themen sind eigentlich Thema Baugenehmigung und auch Bauplatz überhaupt mal zu finden. Aber grundsätzlich, also wir konstruieren unsere Häuser ja genehmigungsfähig. Das heißt, sei es Effizienzhaus 55 Standard oder KfW 40 Standard. 55 geht auch. Das geht auch. Genau. Und dementsprechend isolieren wir unsere Häuser, dementsprechend passen wir die Statik an. Also Dreifachverglasung und eine ausgebaute Isolation. Also somit sind unsere Häuser auch baugenehmigungsfähig. Hat man die Möglichkeit, auch die Finanzierung günstig zu kriegen von der KfW? Also wenn Genau. die Normen erfüllen. Ich habe irgendwas gesehen, 0,99. Genau, das gilt aktuell für den KfW 40 Standard. Da kriegt man oder kann einen sehr günstigen Zinssatz bekommen, von, so wie du schon gesagt hast, also 0,99% zum Beispiel. Das wäre überleg mal. möglich. Sagen wir mal ein Grundstück noch dabei, du hast noch ein bisschen hier und das und jenes. Ganz realistisch, 160.000 könnte man schon ein bisschen was machen, vielleicht ein bisschen mehr, oder? Ja, da kann man schon wohnen. 160.000 Euro gemütlich, ja. Wir einen eigenen Architekt,
Wir planen das gemeinsam, wir machen baugenehmigungsfähig das Ganze. Ja. Das wären rund 1.000 Euro, ein bisschen mehr wie 1.000 Euro im Monat für dein Eigenheim mit deinem eigenen Grundstück, mit allem drum und dran. Du weißt, warum das so günstig finanziert werden kann? Es gibt eine Bank, also eine staatliche Bank, die fördert nämlich die KfW. die KfW, energieeffiziente Häuser. Und das hast du ja gewusst, oder? Ja, klar. Ich wollte es nur noch mal hören, für die, die es jetzt nicht gewusst haben. Sehr schön. Also 0,99%. Da anfragen, kann ich das Haus, muss ich das kaufen und bezahlen und dann auf die Baugenehmigung warten oder kann ich erst die Baugenehmigung abwarten, ob ich eine kriege? Also in der Regel wartet man die Baugenehmigung ab und bestellt das Haus danach. Aber wir haben auch schon den Fall gehabt, dass wir das genau andersrum gemacht haben. Also da waren wir uns eigentlich schon zu 95% sicher, okay, das Haus darf auf dem Grundstück stehen. Und Gott sei Dank die Baugenehmigung. Weil andere Haus ist schon Standard, hat sie schon vorher unterschrieben und bestellt. Die wollte halt rechtzeitig haben, das Haus. Ja. Ja, sie konnte es nicht mehr abwarten. Ja. Kann sich abwarten. Sehr schön. Also, wir sind bei Ibrahim Bincan. Bincan, das Ganze ist in Neckarsulm. Eure Firma heißt wie? Keine Systems. Tiny Systems. Okay. Also Prospekt, vielleicht kann es drauf Prospekt. Sagen. So draufzeichnen. Da ist ein QR-Code auch mit drauf. Genau. Also Tiny Systems, da sieht man sehr schön. Und ich bin ziemlich durch. Das war die New Housing. Wir fahren jetzt, wir haben noch einen Videodreh, der findet bei uns auf dem Platz statt. Und danach geht's ab nach Hause. Tschüss, Can. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, Ciao. Fatih und tschüss, Ibrahim. Bis zum nächsten Jahr. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss.